Tut mir leid. Wie geht's dir? Alles gut? Geht's dir Alles gut soweit. Freue mich, dass wir sich endlich jetzt mal hier auf Zoom-Meeting treffen. Ja, danke schön. Tja, und ich bin durch Zufall auf deine Seite gestoßen. Tony Esteror, den Bernhard Kämpfer. Tony Estor. Estor, ja, genau. Ich tue mir immer ein bisschen schwer mit den Namen. Ein guter Freund von mir. Sehr gut. Stabiler Junge. Ja, sehr. Ich habe gesehen, du hast ein Buch verfasst. Und zwar geht es in diesem Buch darum, von den Hells Angels zu den Bandidos und wieder zurück zu den Hells Angels. Korrekt. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, denn das ist eine Sache, man bekommt sie immer mit im Internet, Bandidos, Hells Angels, Bandenkriege, schwerkriminelle Menschen, dieses und jenes. Und vielleicht kannst du uns mal so einen Einblick geben hinter die Fassaden, vielleicht ein paar Kleinigkeiten über dein Buch verraten, damit wir auch gespannt sein können und wir vielleicht auch den Verkauf ein bisschen vorantreiben können. Also was die Rocker-Szene betrifft, gibt es ja natürlich extrem viele Gerüchte. Man muss aber auch sagen, in der Rocker-Szene ist natürlich auch viel falsch gelaufen. Man darf das gar nicht legitimieren oder verharmlosen. Das würde ich nicht so sagen. Ich bin aber auch kein Pressesprecher eines Motorradclubs, davon mal abgesehen. Alles, was ich sage, ist immer meine persönliche Meinung, meine persönlichen Erlebnisse, genauso wie mein Buch meine Geschichte ist. Ich rede da nicht über andere Leute, weil ich persönlich finde, das gehört sich nicht, über andere Menschen zu reden, auch wenn es ehemalige vielleicht Brüder waren, vielleicht ist man auch mit manchen nicht mehr gut, dann kann man das auch von Angesicht zu Angesicht an einem Tisch klären, wenn man was essen geht und sagt, ey, pass auf, das ist nicht so schön gewesen, was damals passiert ist, dann kann man darüber reden. Ich bin kein Fan von Verrat, und das soll auch dieses Buch zeigen, dass man auch ohne Verrat und ohne Konsequenzen aus der MC-Szene auftreten kann. So, und es gibt so viele Aussteiger derzeit, die sich im Internet rumfummeln, auf gut Deutsch, und wirklich über die MC-Szene sehr, sehr, sehr schlecht reden. Aber auch sehr detailliert auch. Ja, das ist das Traurige, sehr detailliert, aber auch die Details sind leider falsch. Und das ist dann, oder teilweise ihre eigene Meinung nicht vertreten. Ich sage persönlich, wenn man sich vor eine Kamera setzt, dann muss man auch seine Meinung vertreten können und nicht irgendwie ein Manuskript nehmen und von jemand anderem irgendwas vorlesen. Es gibt Menschen, die waren gar nicht richtig in dieser Motorradszene drin und es waren Leute, die waren in der Motorradszene drin, waren aber nur kurz drin, haben gar nicht das Background-Wissen, jetzt zum Beispiel wie ich es habe, weil ich war weit über ein Jahrzehnt Teil dieser Motorradclub-Szene. Und es gibt sehr schöne Sachen. Was war deine Stellung im Motorradclub? Es gibt ja verschiedene. Ja, das Höchste, was ich hatte, war beim Bandidos, war ich der Vizepräsident. Von der Stadt oder von Deutschland? Nee, von meiner Stadt, wir hatten da 2 Städte damals, das waren Düren und Aachen, da war ich der Vizepräsident. Und der Tony Estorer war damals auch bei mir in meinem Chapter damals. Daher kennen wir auch uns sehr lange und daher konnte er auch beurteilen, ob das Buch wahrheitsgemäß ist oder nicht. Und er hat es ja bestätigt. Wie gesagt, ich habe ganz andere Einblicke als die Protagonisten, die jetzt gerade sich da im Internet rumtummeln. Und ich finde es schade, dass man versucht, auf Kosten der Motorclub-Szene dann auch Klickzahlen zu generieren. Das versuche ich gar nicht. Sondern ich versuche Aufklärung zu betreiben. Ich versuche aber auch zu sagen, schaut mal, das Thema organisierte Kriminalität. Für mich gehört kein Motorclub, auch nicht die sogenannten One-Percenter, in die organisierte Kriminalität. Ja, organisierte Kriminalität ist für mich was anderes. Das sind für mich Leute oder Gruppen, die sich zusammenschließen, um Straftaten wirklich zu begehen. Ja, die sich dann hinstehen und sagen, ey, pass auf, das und das ist jetzt unser Vorhaben, wir wollen jetzt Geld generieren. Aber wie kommt es dann immer wieder vor, dass man in den Nachrichten hört, Hells Angels haben gegen Bandidos geschossen, Bandenkriege hier, Bandenkriege da. Hat das per se nichts mit den Motorradclubs zu tun, sondern sind das private Fäden? Oder ist das einfach eine mediale Aufbauschung? Guck mal, teilweise sind es private Fäden, teilweise ist eine mediale Aufbauschung und teilweise sind aber auch viele Fehler von Motorclubs passiert. Also das ist eine Mischung von allem. Man darf die Schuld jetzt nicht bei den Medien suchen, man darf die Schuld jetzt nicht nur bei den Motorclubs suchen, das ist eine Mischung. Ich
vermeide das Wort Rockerkrieg, vermeide ich bewusst. Es gab zum Beispiel damals in Skandinavien einen sehr, sehr starken Konflikt, der wirklich kriegsähnlich war, das kann man dann so sagen. Aber Deutschland hatte keinen Rockerkrieg. Es gab Auseinandersetzungen, es gab leider auch Tote auf beiden Seiten, das muss man leider so sagen, die aber teilweise auch aus privater Natur entstanden sind. Da ist der Motorradclub, wenn man sagt, organisierte Kriminalität oder die Medien bauschen es so auf, es ist ganz einfach, Khalid. Du musst mal so schauen, wenn ein normaler Mensch über die Straße läuft, über eine rote Ampel, dann sagen die, okay, der wollte den Bus kriegen. Wenn ich jetzt über die rote Ampel laufe, sage ich, guck mal, der respektiert die Regeln des Staats nicht. Es ist immer eine Auslegungssache. Und was kommt in die Medien und was kommt nicht in die Medien? Ich weiß, das ist auch gesichert und das wird auch auf meinem Blog bald erscheinen, dass es damals, und ich saß einmal 2,5 Jahre unschuldig in Haft. Das Urteil ist aber immer noch rechtskräftig. Aber es ist meine Auffassung, dass ich und 6 andere Leute unschuldig in Haft saßen. Wir haben 20 Jahre an Haftstrafen bekommen für eine Straftat, die nicht passiert ist, die nicht so passiert ist. Einfach weil ihr eben bei einem Motorradclub dabei wart. Ja, wir sind da schon, wir waren schon mit 22 Mann von der Diskothek, aber der Tatvorwurf, der uns dort, diese versuchte Türübernahme, war keine versuchte Türübernahme, ganz im Gegenteil. Es gab dort ein Gespräch, wo es um was ganz anderes ging. Das wurde aber auch beim Gericht ganz klar gesagt von uns, aber wir wussten schon von Anfang an, wir waren vorverurteilt. Und ich glaube auch immer noch an den Rechtsstaat, nur in manchen Sachen weiß ich, dass die Politik einen gewissen Druck ausübt, meiner persönlichen Meinung nach, auf die Strafverfolgungsbehörden, wenn es mal wieder so gerade um Stimmen geht. Ja, dann wird irgendwo immer ein Feindbild aufgebaut. Entweder sind es die Rocker, sind es die Clan, dann ist mal wieder die Islamisten-Szene, dann ist es die rechte Szene. Der Staat braucht immer ein Feindbild, um neue Gesetze zu schaffen. Das ist meine persönliche Meinung, wie es sich auch oft genug gezeigt hat. Und die Leute, die dann vor Gericht sitzen, sind dann die Leidtragenden. Und wie gesagt, Rockerkrieg für mich persönlich gab es in Deutschland nicht. Und organisierte Kriminalität kann ich ganz klar verneinen. Warum? Wenn es doch so ist, dass die Motorradclubs kriminell sind, warum brauchte man dann das Vereinsrecht, um die Patches zu verbieten, also um die Symbole zu verbieten? Es wäre doch eine Leichtigkeit gewesen, wenn es die organisierte Kriminalität wäre bei den Rockerclubs, es mit Strafrecht zu bekämpfen. Warum braucht man dann eine Verschärfung des Vereinsrechts, um dann die Clubsymbole zu verbieten? Also von daher ist es ja schon ein kleines Eingeständnis auch der Politik, dass sie quasi es vermuten oder es gerne die Medien es gerne rausposaunen, dass Rockerclubs alle kriminell sind oder die Mitglieder. Aber sie können es nicht beweisen. Und wenn man in einem Rechtsstaat lebt und man dort auch keine Verurteilung erwirken kann, ja, und ich sage dir ganz ehrlich, es gibt mehr Freisprüche als Verurteilungen oder Einstellungen des Verfahrens, dann sollte man auch den Titel Organisierte Kriminalität dann auch nicht benutzen im Zusammenhang mit Motorradclubs. Das ist meine persönliche Meinung. Es ist viel passiert, ja, in der Rockerszene, was nicht passiert hätte dürfen, aber prozentual sitzen 2%, egal ob Hells Angels, Bandidos, Outlaws, Gremium, 2% der Mitglieder in Haft. Also kann man ja eigentlich sich sehr schnell ausrechnen, dass das dann keine organisierte Kriminalität ist. Kommen wir zum Hauptthema, Fernando. Und zwar, du bist von den Hells Angels zu den Bandidos. Wie kam es dazu? Es war jetzt kein Wechsel wie der bekannteste Wechsel in Berlin jetzt zum Beispiel. Ja, wo damals die Berliner Bandidos zu den Hells Angels gegangen sind. Das war ein Patch-Over. Patch-Over bedeutet, eine Kutte abgelegt, die andere direkt angezogen. Ja, bei mir war es nicht so. Ich bin aus dem Hells Angels MC rausgegangen, weil ich dort ein Problem hatte mit genau demjenigen, der damals mich in den Club reingebracht hat. Und zwar hat er damals, als ich in Haft war, sich an meine Freundin rangemacht und das kam dann raus. Und ich hatte auch sehr viele und gute Jungs. Ist der eigentlich im Club verboten, ne? Es wird nicht nur im Club verboten. Ich glaube, generell sollte das in der Gesellschaft verboten sein. Ja, natürlich, aber im Club, soweit ich weiß, gibt es ein Reglement, ne? Genau.
genau. Es ist eigentlich, der normale Verstand sagt das schon, aber genau, es ist auch festgehalten, Mhm. ja, dass sowas ein absolutes No-Go ist. Damals konnte ich das aber von meiner Seite aus nicht so beweisen, also wäre es dann halt so stehen geblieben, weil du kannst einem Menschen auch nicht einfach irgendwas an den Kopf schmeißen, Mhm. auch wenn du es nachher weißt, aber dann vielleicht die Person, um die es geht, nicht mehr greifbar ist, beziehungsweise also die Ja, Frau jetzt zum ja, Beispiel, ja. und die das dann halt nicht bestätigen kann. Die Bestätigung bekam ich dann erst leider 3 Jahre später. Mhm. Aber ich wollte dann in dem Charter dann auch nicht mehr sein, wollte einen Charterwechsel machen. Mir wurde dieser Charterwechsel dann verwehrt. Da muss man die Zustimmung vom Präsidenten haben. Und damals war es so, dass mir das verwehrt worden ist. Ich aber in diesem Charter unter den Umständen nicht mehr bleiben wollte und gesagt habe, okay, ich gehe raus und fange nach einem Jahr Abstinenz nochmal neu an. Das ist Mhm. auch ein Reglement. Mhm. Und dann habe ich aber nach 8 Monaten mitbekommen, dass du trotzdem noch die Abstimmung beziehungsweise die Zustimmung des alten Charters brauchst. Und die hätten sie mir auch nicht gegeben, obwohl ich keinen Fehler gemacht habe. Mhm. Aber vielleicht, um die Sache klein zu halten, damit sie nicht groß wird, wollten sie mir die Freigabe nicht geben. Und dann kam irgendwann auch durch meinen besten Freund damals, der dann auch im gleichen Charter war und dort auch Probleme hatte und auch einen Charterwechsel machen wollte und das auch verwehrt worden ist, ein Angebot. Was heißt ein Angebot? Er hat mich angerufen und hat gesagt, ey, komm mal hier zu mir nach Hause. Dann haben wir gesprochen, er hat gesagt, komm, wir machen Bandido. Und da war ich erstmal total dagegen, aber im Endeffekt gab es halt genug Argumente dafür als dagegen, weil wenn jemand mir meinen Lebensstil verwehren möchte, obwohl ich nichts gemacht habe, ich habe keine Fehler gemacht und man macht mir diese Tür zu und in dem Augenblick war es für mich so, diese Tür geht für mich nie wieder auf. Also die Hells Angels Tür geht für mich nicht mehr auf. Mhm. Dann ist es für mich, ich wollte meinen Lifestyle leben und ein bisschen war es auch so, wenn wir jetzt Bandidos machen, vielleicht holen die uns dann auch wieder zurück und denken so, okay, was haben wir da gemacht? Ne? Und vielleicht Mhm. wollten wir vielleicht die Freigabe auch ein bisschen erpressen auf gut Deutsch. Aber das hat dann halt nicht so geklappt. Wir waren nachher 6 Jahre Bandidos. Und ja, für mich war es schwer, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich war immer im Herzen Hells Angel, auch als Bandido war ich immer. Für mich ist das der Motorclub Nummer 1, ganz klar. Ich habe sehr, sehr viele Freunde immer noch dort. Ich kenne auch immer noch viele Bandidos. Ich will das auch gar nicht abwerten, aber wenn man wirklich auch über die Clubs redet, dann weiß man, dass der Hells Angels MC einfach der Motorclub Nummer 1 ist. Und das war auch mein erster Club. Ich war damals der mitjüngste Prospekt Deutschlands mit 24. Mhm. 2007 war das. Wie kommt man Da war es überhaupt noch, in so einen Club rein? also damals war es so, ich kann nur von meiner Zeit reden und von meiner Zeit war es so, ich hatte damals einen, wie gesagt, der mich dann auch quasi dort reingeholt hat, der auch quasi die größte Enttäuschung in meinem Leben war. Der hat mich damals dann einmal mitgenommen zum offenen Abend. Ich habe die alle kennengelernt. Man hat sich dann da ausgetauscht. Man hat sich auch über den Club informiert und irgendwann wächst man so ein bisschen zusammen. Mhm. Umso öfter man den Kontakt hat, Weil du brauchst ja umso einen, mehr. der was eine Fürsprache hält für dich, Ja, also der was sich ja, für dich einsetzt. in der Regel ja. Ja. Es ist ja auch so, oft werden Clubs, das ist ja leider Mode geworden, unterwandert von V-Männern oder von irgendwelchen Mhm. VPs und so weiter. Deswegen, da sage ich immer, da hat die Motorradclub-Szene, also egal welcher Motorclub, Fehler gemacht, dass die halt zu schnell zu viele Mitglieder aufgenommen hat, Mhm. da hat man nicht drauf geachtet, wen hat man da im Nachhinein überhaupt reingeholt. Damals war es so, wir waren, ich glaube, in Deutschland 380 Hells Angels in Deutschland, 400 zu meinem damaligen Zeitpunkt. Sehr übersichtlich, man kannte sich, jeder kannte sich. Es gab nicht sehr viele Charter in Deutschland. Ich glaube, damals zwischen 22 und 25 Charter vielleicht, heute sind es über 60. Aber das ist so der Fehler, dass man dann schnell Leute reingeholt hat. Man weiß gar nicht, wie man nachher reingeholt hat. Das sieht man ja in Berlin nachher, ne, bei diesem Fernando, Kaskadtager. kurz die Unterbrechung bezüglich der Ja, Frage, was man tun muss, um überhaupt in den Club reinzukommen. gar nicht. Du musst einfach einen sauberen Charakter haben, ein sauberes Herz haben. Du musst für diesen Lifestyle leben. Mhm. Ja, damals, als ich Vizepräsident war, zum Beispiel, und jemand sich bei uns vorgestellt hat und gesagt hat, ey, ich würde gern vielleicht Teil dieser Gemeinschaft werden, dann habe ich ihn immer als allererstes gefragt, warum möchtest du Teil dieser Gemeinschaft werden? Mhm. Und wenn dann so waren, ja, so, ich möchte auch hier Geld verdienen und so, dann war das Thema direkt zu.
für mich. Aber es ist ja auch teilweise so, was ich so gehört habe von manchen Leuten, die sind einmal ein paar Jahre dabei, da bekommen die auch dann so Hilfsarbeiten wie das Clubhaus reinigen, Motorräder putzen und solche Dinge. Ne? Das war ja wahrscheinlich damals auch bei dir gang und gäbe. Ich weiß es nicht, ob das heute noch so ist. Einfach zeigen, ob die Leute überhaupt bereit sind dafür, sich für den Club so einzusetzen, wie es erwartet wird. Das ist, wenn du dann Hangaround oder Prospect wirst. Aber um erstmal diesen Status zu erlangen und um erstmal dann dieses Vorsprechen zu, gibt es natürlich auch erstmal diese Kennenlernphase. Passt er überhaupt in diesen Status und so weiter? Und dann ist es so, dass man dann erstmal fragt, wieso, weshalb, warum. Wenn er sagt, ja, ich möchte Teil der Gemeinschaft sein, ich bin halt meine Gründe damals, warum ich da reingegangen bin, waren familiärer Ersatz. Ich bin seit meinem 15. Lebensjahr auf mich alleine gestellt. Für mich war es eine Bruderschaft. Ich habe für die Menschen wirklich auch aufgeblickt. Diese Menschen haben mir sehr viel beigebracht im Leben, auch was das heißt, nachher wirklich ein Mann zu sein. Und davon meine ich jetzt nicht das hier oder so, sondern einfach seine Entscheidungen und seine Konsequenzen, auch egal welche Folgen sie hat, selber tragen zu können. Das ist extrem wichtig und es nicht auf andere Leute schieben. Man sollte erstmal selber sein Mindset resetten und sagen, ey, was habe ich falsch gemacht? Und das sind so die Punkte, du kommst in den Club oder kannst in den Club kommen, erstens, wenn du den Lifestyle lebst, wenn du keine falschen Gedanken hast, du bist nicht link oder du versuchst einen Menschen nicht irgendwie irgendwo reinzureiten. Wenn du wirklich einen ganz sauberen Charakter hast, das heißt, du darfst nicht lügen, du darfst nicht stehlen, darfst die Frau deines Bruders nicht, was wir gerade schon gesagt haben. Das sind all solche Sachen. Und wenn du dann ein guter Mann bist, es geht sich gar nicht darum, ob du ein guter Hauer bist. Darum geht es sich gar nicht. Nicht jeder Hells Angel, nicht jeder Bandido und nicht jeder, egal von welchem Motorclub, ist ein guter Kämpfer oder so. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass du vom Charakter her ein guter Mensch sein musst. Und wenn das passt und wenn die Leute gerne mit dir auch Zeit verbringen, das gehört ja auch dazu, dann passt es dann irgendwann. Und wenn du nicht mit diesem Mindset da reingehst, ey, ich will Geld verdienen, weil das ist das, was diese Leute teilweise vergiftet hat. Die Leute denken, wenn ich im Motorclub reingehe, dann bin ich wer, dann kann ich so durch die Stadt laufen und habe dann noch ein SL und verdiene, keine Ahnung, 10.000, 20.000 Euro im Monat. Das ist ein falsches Denken. Ja, aber die Frage ist halt immer, offiziell ist es ja ein Verein, ne? Es ist ein Motorclub. Es ist ein Motorradclub, ja, ist ein Verein, oder? Ja. Dort stellt sich dann natürlich die Frage, in Vereinen, wie kommt es dazu, dass Leute überhaupt daran denken, so viel Geld zu verdienen? Da muss ja dann schon wieder der Gedanke sein von irgendwelchen Aktivitäten, die vielleicht nicht so legal sein. Das ist das Erscheinungsbild nach außen. Es gibt Mitglieder von Motorclubs, die sind kriminell gewesen oder waren kriminell oder sind kriminell. Ne, das ist manchmal so. Aber der Club ist nicht kriminell. Das bedeutet, wenn du, ich und jetzt sagen wir noch andere, wir sind jetzt in einem Motorradclub, wenn du jetzt auf einmal kriminell wirst, dann heißt es doch nicht, dass der Club kriminell ist. Ja, das ist so, als hätte ich ein Kampfsportstudio, ne? Und ich hätte einen dabei, der was kriminell ist, plötzlich würde es heißen, alle sind kriminell, ne? Richtig, genau. Und das ist, wovor ich die Gesellschaft, wovor ich der Gesellschaft wirklich, ich möchte der Gesellschaft einen Rat geben. Pauschalisiert es nicht, wie andere Leute es tun. Weil Pauschalisierung ist Gift, Pauschalisierung ist gefährlich, egal worum es geht. Es geht, ob es Motorclub ist, ob es vielleicht auch eine Hooligan-Szene ist, ob es Kampfsport ist. Wie oft wird zum Beispiel MMA zum Beispiel. Ja, ich bin auf vielen MMA-Veranstaltungen. Ich war jetzt in Stuttgart bei Chris Fischer auf der MMA-Veranstaltung zum Beispiel. Mit wie viel Respekt sich die Kämpfer danach in den Arm nehmen. Oder wenn jetzt auch einer vielleicht eine Verletzung hat, die kommen, helfen, tun. Es geht um Sport und das verstehen die Leute nicht. Und beim Motorclub geht es um Motorradfahren. Wenn aber dann irgendwelche Motorrad-Member oder auch Prospects mitbauen, dann kann der Club nicht dafür. Der Club muss dann dafür sorgen, dass diese Menschen nicht mehr Teil des Clubs sind. Ja, dafür kann man sie nachher verantwortlich machen, ja. Aber nicht, dass man dann sagt oder alles pauschalisiert. Und wenn du Prospect bist, ja, oder Hangaround, dann kann es auch passieren, dass du wirklich die Motorräder tanken musst, das Clubhaus sauber machen musst und so weiter. Warum das ist so wie ein Lehrling, ne? So kann man es sehen. Aber das ist genauso. Ich habe als Türsteher angefangen und bin auch nicht direkt in der ersten Reihe gewesen, sondern stand mit 18 am Notausgang. So, es geht sich einfach darum,
Du musst lernen, du musst auch zeigen, dass du Teil der Gemeinschaft sein möchtest. Jeder Member, der es vorher gemacht hat, der Member geworden ist, hat es vorher auch gemacht. Ich finde diese Zeit sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, auch um zu sehen, passt er zum Club oder umgekehrt, passt der Club zu mir. Mhm. Es ist diese Prospekt, diese Anwärterzeit. Und wenn du dann Arbeit machst, du lebst ja auch in dem Clubhaus, also mach das Clubhaus auch sauber, ist doch nicht das Problem. Ja, Und genau. wenn sich jemand da einen Zacken aus der Krone bricht und sagt, ja, nee, sowas mache ich nicht, dann bist du aber auch kein Gemeinschaftsmensch. Mhm. Dann bist du kein Gemeinschaftsmensch. Dann bist du kein Mensch, der Teil einer Gemeinschaft sein möchte, sondern nur seinen Profit oder vielleicht seine Vorteile daraus ziehen möchte. Mhm. Mhm. Und deswegen sage ich jedem, die Prospektzeit ist wichtig. Ich habe diese Prospektzeit nicht nur einmal gemacht, ich habe sie 3-mal gemacht. Ich habe sie gerne gemacht. Warum? Weil der Mann macht die Kutte und nicht die Kutte den Mann. Wenn du ohne die Jacke kein Mann bist, dann bist du auch mit der Jacke kein Mann. Das Es ist gibt so wie, genug Leute, ja, so wie ein ja, es macht nicht der Bart macht den Mann nicht zum Mann, sondern der Mann macht sich selbst zum Mann. eben. Ja. Deswegen sage ich ja, es ist ja, wie oft hast du schon, du bist ja, weiß Gott, wie viele Jahre im Kampfsport, ich habe es auch mit anderen Freunden, die jetzt Kampfsport betreiben, da kommt einer mit der besten Ausrüstung, mit der schönsten Ausrüstung, kommt dann zum Training und denkt so, der imponiert an den Leuten. Dann kommt aber einer, der hat die kaputtsten Handschuhe, der hat Schienbeinschoner, da sind noch Löcher drin. Aber, und der dann die neuesten Dinge hat, der denkt dann, der kann jetzt hier, ne? Und dann ist einer da, der 10 Jahre lang wirklich diesen Ja. Kampf oder diese Sportart liebt, ja, und versucht sich dann mit dem zu, und das ist genauso. Es ist genauso. Man muss immer Step by Step in seinem Leben, es hat gar nichts mit Motorsport zu tun, es ist überall so, ob im Job, wie du selber sagst, als Lehrling, Mhm. auch wenn du Kampfsport ausübst, fängst du mit den Grundübungen an und genauso ist es überall im Leben und genauso ist es Ja. auch im Motorsport. Ja, Die sollen absolut. aufhören, es zu pauschalisieren. Und ich sage auch noch jedem, das habe ich aber auch schon in meinem Content gesagt, jeder, der diesen Aussteigern nachher eine Plattform gibt, macht sich genauso mitschuldig bei der Pauschalisierung des Motorautos. Mhm. Mhm. Jetzt warst du dann bei den Bandidos, ja, Ja, eine Zeit lang. Und irgendwann, 6 Jahre. 6 Jahre, warst auch Vizepräsident. Ja. Irgendwann hat es dich dann irgendwann wieder gepackt und hast gedacht, okay, ich gehe jetzt wieder zurück zu den Hells Angels. Die Tür war wieder offen oder gab es generell einen großen Wechsel, den was man da jetzt vor kurzem miterlebt hat? Ja, okay, der Wechsel, der jetzt vor kurzem da war, das ist natürlich Geschichte, also die haben Geschichte geschrieben, die Männer. Ich Mhm. kenne viele von denen und die Gründe kenne ich auch. Die Gründe sind teilweise also auf jeden Fall berechtigt. Bei mir war es so, ich und noch jemand, wir wollten eigentlich immer wieder zurück. Wir hatten ja auch als Bandido, das hört sich mal jetzt komisch an, wenn man sagt, aber du hast immer den Hells Angel trotzdem im Herzen. Mhm. Oft sind wir auch auf Hells Angels getroffen als Bandidos und wir haben uns umarmt und es ist nichts passiert, auf einer Tankstelle zum Beispiel. Also oft denken die Leute, dass direkt ein Konflikt passiert. Ich habe zu meiner Bandido-Zeit hunderte Hells Angels getroffen persönlich und es ist nie was passiert. Mhm. Ja, Mhm. und dann kam irgendwann, wie du selber sagst, die Tür ist aufgegangen, weil genau die 2 Protagonisten, die mir damals die Tür zugemacht haben, nicht mehr Teil des Clubs waren. Mhm. Und so war die Tür natürlich auch wieder auf. Ich habe aber da auch selber da nicht angeklopft. Irgendwann kamen dann aber auch wieder Gespräche. Man spricht ja auch so miteinander. Die Leute Ja. brauchen nicht zu denken, dass Hells Angels mit Bandidos oder Bandidos mit Hells Angels nicht reden. Ja, es Ja. macht ja schon fast den Eindruck, als würden irgendwo Heckenschützen von den Hells Angels sein, die nur darauf warten, dass hier irgendwelche Bandidos aufkreuzen. Ne? Das Ja, wird ja so medial ja. dargestellt, als würde ja permanente Lebensgefahr bestehen. Nein, absoluter Schwachsinn. Wie gesagt, die meisten Sachen, die passiert sind, sind aus einer privaten Fehde gewesen. Ja, oft gibt es private Leute, das ist der eine bei Hells Angels und der hat dann vielleicht ein Problem mit dem anderen, der andere sagt dann, okay, weißt du was, aus Prinzip gehe ich jetzt zu den Bandidos. Mhm. Und schon ist es keine private Fehde mehr und schon wird es auf einmal eine Clubsache drauf. Deswegen, die Bandidos oder die Hells Angels reden ja auch miteinander. Ja, also telefonieren und es ist alles, manchmal ist man sich ähnlicher, als man denkt, vom Clubdenken her. Trotzdem ist, wie gesagt, der Hells Angels MC die Nummer 1, was Motorclubs betrifft. Aber, wie du selber sagst oder schön gesagt hast, medial wird es so aufgebauscht, dass wenn jetzt 10 Motorräder durch die Stadt fahren, die Leute am liebsten die Bordsteine hochklappen würden. Ja, ganz genau. Was aber keiner oder was viele Leute nicht wissen, dass zu meiner Zeit bei den Hells Angels wir uns auch sehr viel für Menschen eingesetzt haben, die vielleicht körperlich eingeschränkt sind. Wir haben uns für eine Krebsklinik einmal eingesetzt,
haben einen Run veranstaltet, haben Geld gesammelt, haben das Geld abgegeben für die krebskranken Kinder. Und nach einer Woche kamen die dann zurück ins Clubhaus mit dem Scheck und haben dann gesagt, wir dürfen das Geld nicht annehmen. Das LKA hat uns das verwehrt, weil es Geld aus kriminellen Geschäften wäre, was völliger Schwachsinn ist. Deswegen sage ich ja nochmal, ja, es ist aber auch schon passiert, es ist kein Spaß. Wir haben damals einen Prospekt gehabt, der ist Prospekt bei uns geworden und dann ist die Kripo zu seinem Betrieb gegangen, zu seinem Ausbilder und hat gesagt, wissen Sie überhaupt, wen Sie da gerade ausbilden? Das ist ein Rocker, der gehört zur Kriminalität. Okay. Und da verschwindet finde ich, die Grenzen, weil irgendwo, man hat als Persönlichkeit auch sehr viele Rechte, finde ich, in Deutschland. Das sollte man dann aber auch gewährleisten und das tun die nicht. Oder ein ganz simples Beispiel. Wir sind Stammgäste gewesen in einem Café bei uns in Düren. Wir saßen mit 20 Mann, haben gegessen, getrunken, gehen raus. Kripo undercover reingegangen zu den Kellnern und sagt, ey, waren die Bandidos gerade hier essen? Ja. Haben die bezahlt? Hä? Ja, so. Und dann hat sie gesagt, das sind diejenigen, die sind jeden Tag hier und geben das beste Trinkgeld. Und wenn jemand hier aus dem Ruder läuft, dann korrigieren die ihn und nicht mit körperlicher Gewalt, sondern sagen, ey, beruhig dich, wir essen hier, soll einfach. Leute vergessen immer, manchmal da, wo Motorclubs sind, ist aber auch Frieden. Das vergessen die Leute. Es geht kein Hells Angel und kein Bandido, geht auf die Straße und versucht, irgendwelche Menschen einfach zu schlagen oder irgendwo hinzugehen. Nein, ganz im Gegenteil. Wenn du so kenne ich das, ich kann jetzt von mir reden, wenn du mir mit Respekt entgegenbringst, bekommst du doppelt so viel Respekt. Ja, leben wir vielleicht in einer Zeit, wenn ihr euch jetzt ausgeben würdet als Einhörner und ihr würdet Feenstaub verstreuen und ihr würdet sie, er, die und was auch immer sein, glaubst du, würdet ihr dann mehr akzeptiert werden von der Gesellschaft, weil ihr eben einfach diese Männlichkeit repräsentiert und das einfach in der heutigen Gesellschaft nicht mehr gern gesehen wird? Ja. Es ist einfach so, dass man darf auch eins nicht vergessen, der Staat braucht immer ein Feindbild. Das ist schon immer so gewesen. Absolut. Das ist so, das bleibt so und das wird sich auch nie ändern. Es ist jeder Sommer, jeder Herbst, jeder Winter ist irgendjemand anders. Und das ist leider so. Teilweise finde ich, dass viele Probleme jetzt hier gerade in Deutschland gar nicht wirklich genannt werden, sondern dass man sich teilweise nur auf die Sachen konzentriert, die medienträchtig sind, die sich gut verkaufen lassen. Ja, die Klicks machen es aus, ne? Es machen immer die Klicks aus. Die sich verkaufen lassen. Genau. Und das finde ich schade. Das persönlich finde ich schade, weil ich glaube, dass es hier genug Probleme gibt. Man denkt eigentlich, die Nachrichten sollten eigentlich dafür stehen, um aufzuklären, um über die Wahrheit aufzuklären und nicht den nächsten Aufhänger holen, der was am meisten Klicks bringt, ne? Richtig. Das ist aber leider so, da könnte man dann schon fast sagen, dass die Medien politisch gesteuert werden. Meiner persönlichen Meinung nach ja. Und ich sage dir auch warum. Bei mir in meinem Prozess war ich angeklagt wegen diversen Aktivitäten im Rotlichtmilieu und dann wurde in der Bild-Zeitung, das kann man ja auch googeln, steht Rotlicht König von Aachen vor Gericht. Weil der Kronzeuge, der offenkundig und auch bekannt, drogenabhängig war und alkoholsüchtig war, aber der wurde als Kronzeuge gerne in Empfang genommen. Wenn es um Motorclubs geht, geht es sich gar nicht darum, was für eine Legacy hat dieser Typ, sondern Hauptsache, er sagt aus. Ja. Und dann hatte er mich als Rotlichtkönig von Aachen betitelt, beziehungsweise hat er gesagt, ich hätte mich bei ihm so betitelt, was ich niemals machen würde. Jeder weiß, dass ich ein sehr demütiger Mensch bin. Und das hat die Bild-Zeitung dann aus der Anklageschrift aufgefangen, hat es dann als sehr großen Artikel in die Zeitung gesetzt. Im Endeffekt, nach, ich glaube, 26 Verhandlungstagen bin ich freigesprochen worden für alle Rotlichtsachen. Am Ende blieb nur noch gewerbsmäßiger Betrug und eine Bestechung von einem JVA-Beamten. Und die Schlagzeile. Die bis heute nicht revidiert worden ist. Ja, natürlich. So, und da sieht man ja schon, dass viele Sachen gesteuert sind. Und ich sage, und das ist in meinem Buch, wenn wir jetzt auch mein Buch zu sprechen bekommen, da gibt es ein Kapitel 10 Medien, Verräter und Kronzeugen. Da prangere ich tatsächlich die Medien an, weil du kannst mit einem Zeitungsartikel einen Menschen wirklich in den Himmel loben oder du kannst ihn aber auch quasi sein Leben zerstören. Und ich finde, dass die Medien da eine gewisse Sorgfaltspflicht haben müssen, weil die dann sagen müssen, ey,
wenn wir schon etwas rausbringen über einen Menschen, ganz bekannt, Kachelmann zum Beispiel, Vergewaltigung, das, Freispruch. Im Endeffekt ist ein Mann aber sein Leben zerstört gewesen nachher. Ja, absolut. Ne? Und das ist, ich finde einfach, dass die Medien es gerne alles ausschlachten, bis es nicht mehr geht und Hauptsache die Leute kaufen, lesen, streamen oder klicken es. Aber was mit dem Mensch dahinter ist eigentlich nachher völlig uninteressant. Ja, ja, sehe ich auch so. Und da finde ich, und da sieht man das beste Beispiel, und da sage ich auch, wenn wir auf das Thema Motorclub zurückkommen, da ist es ja nicht anders. Es ist nicht anders. Es gab wirklich Momente, wenn ein Otto-Normalverbraucher draußen mit dem Messer kontrolliert wird, interessiert es keinen Menschen. Wenn ich jetzt morgen, ich wäre jetzt beispielsweise Hells Angel, was ich nicht mehr bin, ich bin seit 7 Jahren kein Mitglied mehr in einem Motorclub, aber ich wäre jetzt noch Hells Angel und würde mit dem Messer durch die Stadt laufen, wird kontrolliert, dann steht morgen in der Bild-Zeitung oder wo auch immer in irgendeiner Zeitung Waffenfund bei Hells Angel. Wie lange bist du kein Hells Angels mehr? Ja, und schon hast du die Schlagzeile. Seit 7 Jahren bist du kein Hells Angels mehr. Und seit 7 Jahren bin ich kein Mitglied mehr in einem. Wie kam es dazu, dass du generell dann irgendwann den Entschluss gefasst hast, okay, ich mag nicht mehr, ich habe die Schnauze voll? Ich habe den Entschluss gar nicht gefasst. Ich hatte, nachdem ich bei den Hells Angels wieder angefangen habe, ich bin sowieso in ein Loch gefallen. Ich habe mich selber nicht mehr wiedererkannt. Ich bin selber auch nicht mit der Situation zurechtgekommen. Hast du dich auch vielleicht ein bisschen schlecht gefühlt, weil zuerst Hells Angels, dann Bandidos, dann wieder Hells Angels? Macht das was mit dir oder ist egal gewesen? Zu dem Zeitpunkt teilweise ja, weil ich ja auch auf der anderen Seite sehr gute Männer kennengelernt habe, die man ja da quasi dann auch zurücklässt. Ja. Teilweise aber auch nein, weil ich wusste, dass dieser Weg irgendwann wieder zurückführen kann oder es auch dahin führen sollte. Das war ja eigentlich der Plan. Leider hat er nur 6 Jahre gedauert. Wir hatten gehofft, dass es vielleicht ein bisschen weniger wird. Aber nein, es hat damit nichts zu tun. Aber ich bin einfach für mich persönlich in ein Loch gefallen, wo ich glaube, im Nachhinein waren es vielleicht bestimmt Depressionen, wo ich sehr viele Fehler gemacht habe, meinen Freunden gegenüber, auch Familie gegenüber, mich teilweise nicht mehr selber wiedererkannt hat. Und dann musste ich aber auch den Club verlassen, weil meine damaligen Clubbrüder gemerkt haben, ey, so wie du dich jetzt verhältst, passt es nicht. Und bevor du einen noch größeren Fehler machst, den man irgendwann vielleicht nicht verzeihen kann, mach einen Cut. Du verlässt den Club. Und vielleicht irgendwann mal, wenn du dich wieder gefangen hast und du dein Leben im Griff hast, dann kannst du gerne wieder mal vorbeikommen auf einen Kaffee und wir trinken mal was. Aber so wie du jetzt bist, wirst du irgendwann auch dem Club schaden, deinen Brüdern schaden. Und dann muss ich doch sagen, dass ich doch da zu dem Zeitpunkt sehr, sehr gute Brüder um mich herum hatte, die dann gesagt haben, ey, pass auf, so wie du dich jetzt verhältst, kannst du nicht Teil dieses Motorclubs sein, weil du dich vielleicht auch nicht an die Regeln halten kannst, die ein Motorclub mit sich bringt. Und habe den Club dann 2017 verlassen, ohne Konsequenzen, ohne irgendwie auf den Kopf zu kriegen, ohne Morddrohungen zu bekommen. Also es ist nicht so Blood in, Blood out, ja? Nein, gar nicht. Ich durfte mein Motorrad behalten und diese ganzen Geschichten, die da rumposaunen, du musst dich dann rauskaufen oder Dings. Und ich bin jemand, der in der Motorradclub-Szene, glaube ich, eine Menge mitbekommen hat. Bin danach verhaftet worden, also 1 Jahr nach meinem Ausstieg verhaftet worden, habe Angebote bekommen von Seiten der Strafverfolgungsbehörden, mit denen zu kooperieren. Und ich war nicht mehr im Club. Aber das war absehbar. Ich habe damals gesagt, ja, das ist absehbar nach so einer langen Zeit mit der Führungsposition, die ich hatte. Aber ich habe ganz klar auch denen gesagt und auch mir selber gesagt und auch vielen Freunden gesagt, ich habe meine Jacke abgelegt, aber nicht meinen Charakter. Ich habe damals mit vielen Brüdern gegessen, wir haben Spaß gehabt und ich kann nicht denen die Schuld geben, dass ich nicht mehr Teil des Motorclubs bin. Die Schuld muss ich bei mir selber suchen. Beim ersten Mal war ich nicht schuld, korrekt, habe aber die Chance bekommen und habe diese Chance aber dann auch nicht genutzt. Und dann muss man erstmal den Fehler bei sich selber suchen. Und dann kam die Haft und in der Haft hat sich mein Mindset sehr, sehr gut verändert. Ich habe wirklich jeden Tag trainiert. Ich habe noch nie in meinem Leben was mit Alkohol zu tun gehabt, noch nie in meinem Leben was mit Drogen zu tun gehabt. Also um das mal vorwegzunehmen, die schwierige Zeit hatte wirklich nur was damit zu tun, dass ich von meinem Mindset ich war einfach nicht mehr ich selbst. Aber ich habe mit Drogen und Alkohol nie was zu tun gehabt.
Es war einfach, keine Ahnung, eine schwere Zeit. Ich war in Haft, ich habe mich in Haft aufgebaut. Ich habe eine sehr gute Familie gehabt, die sich um mich gekümmert hat. Mein Bruder Twin aus Frankfurt von Hells Angels hat sich, obwohl ich nicht mehr im Club war, aber ich war immer noch sein Bruder für ihn, hat mir alle 3 bis 6 Monate Klamotten geschickt, mir Mhm. Postkarten geschickt, von egal wo er war. Auch andere Leute haben sich wirklich sehr, sehr gut, Freunde von mir aus Aachen oder Umgebung, haben sich um mich gekümmert. Und im Knast habe ich mich selber resozialisiert. Ja, ich habe selber an mir gearbeitet, ich habe selber mich hinterfragt, was hast du da gemacht, was hast du da getan. Habe auch viele Fehler selber eingesehen, viele Fehler, das kommt aber auch alles im Buch, das sage ich auch im Buch, dass Mhm. dort Mhm. ich gemerkt habe, dass mein Lebensstil falsch für mich ist, falsch für mein Umfeld ist, falsch für meine Familie ist, falsch aber auch für meine Freunde waren. Und ich viele Freunde vielleicht dadurch enttäuscht habe, meine Familie verletzt habe und enttäuscht habe. Und dann habe ich gesagt, ey, du musst für dich persönlich einen Cut machen. Du bist ein smarter Mhm. Typ. Ich habe 2 Ausbildungen gemacht. Ich habe studiert Sportmanagement. Ich bin ein smarter Typ. Warum machst du diese Fehler? Und dann habe ich gesagt, alles klar, jetzt Mhm. Cut. Habe in der Haft mein Buch geschrieben. Die JVA-Beamten haben es mir weggenommen. Es ist dann auf einmal nicht mehr da gewesen. Und habe dann hier in der Zeit in 5 Wochen mein Buch einfach, also die 304 Seiten in 5 Wochen selber geschrieben. Mhm. Stark. Super. Wo Ja. kann man das Buch jetzt kaufen? Mein Bestellen. Verlag ist BOD, das ist der BOD-Shop, also BOD-Verlag. Mhm. Das ist mein fester Verlag, aber erhältlich ist es tatsächlich überall. Insgesamt 6.000 Online-Buchhandlungen Mhm. ist das Taschenbuch erhältlich. In 2.000 Online-Buchhandlungen ist das E-Book erhältlich. Und Anfang nächstes Jahr wird es auch ein Hörbuch geben. Okay. Und wie gesagt, Amazon, Thalia, Bücher.de, überall kann man es erhalten. Die Lieferzeit ist derzeit ein bisschen gestiegen auf eine Woche, weil die Nachfrage sehr, sehr hoch war, Mhm. tatsächlich. Was mich auch überrascht hat, was mich auch natürlich gefreut hat. Und ich finde es gut, dass viele Menschen das auch mal annehmen und zu gucken, okay, die andere Sicht, sich auch Ja. mal durchzulesen oder anzuhören. Was ich persönlich sehr wichtig finde. Mir wird oft nachgesagt im Internet, dass ich vieles verharmlose, was die Motorclub-Szene betrifft, weil ich Freunde da habe. Ja. Dies ist aber nicht so. Ich sage ja auch oft, die haben selber genug Fehler gemacht. Ich denke Ja, einfach aber so, ich denke einfach so, schau mal, das ist eine Männerwelt. Das sind echte Männer. Ja, und ja, viele Menschen haben einfach verlernt, wie echte Männer sind. Und wenn du ein falsches Wort sagst, dann gibt es eine auf die Fresse und fertig. Das ist einfach so. Und die Menschen haben das verlernt. es ist teilweise so, und das wirklich, das haben wir oft selber mitbekommen, dass Mitglieder von Motorclubs eine viel größere Geduld haben als Menschen, die nicht in einem Motorclub Ja, sind. siehst du? Warum? Weil die wissen, welche Verantwortung die mit sich Ja, tragen. Verstehst du, was ich meine? ganz Wenn genau. morgen ein Mitglied eines Motorclubs einem auf die 12 haut, dann heißt es wieder, siehst du, die respektieren den Staat. Aber Mhm. man sagt ja auch, die Motorclubs sind alle Gesetzlose, Ja. weil sie einen Staat im Staat bilden, weil sie ihre eigenen Regeln haben, ihre eigenen Gesetze haben. Okay. Mhm. Aber die Gesetze und die Regeln, die ein Motorclub hat, durchkreuzen nicht die Gesetze oder die Regeln des Rechtsstaates.